Hi, my name is Robert Henderson and I'm from the USA. Hallo, mein Name ist Robert Henderson und ich bin aus USA. I'm actually from Texas, Also eigentlich aus Texas, where we ride horses and shoot guns. wo wir noch auf den Pferden reiten und noch I'm only joking. Nein, ist nur ein Spaß. Okay, today I want to talk to you about the church or the Ekklesia. Heute möchte ich zu euch sprechen über die Kirche oder auch Ekklesia. In Matthew chapter 16 and verse 18, In Matthäus Kapitel 16, Vers 18, we know when Jesus was speaking to Peter, da sehen wir, wie Jesus mit Petrus gesprochen hat. after Peter has had his revelation of who Jesus is, Nachdem Petrus die Offenbarung hatte, wer Jesus war. he says, upon this rock I will build my church. Und Jesus sagte dann, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. And he said that the gates of hell will not prevail. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. The word church there is the Greek word ekklesia. Dieses Wort Kirche oder Gemeinde da in diesem Kontext ist das Wort Ekklesia im Griechischen. And the word ekklesia was chosen very specifically by Jesus. Und dieses Wort Ekklesia wurde ganz speziell von Jesus auch so gewählt. In the last teaching I did, I spoke to you about apostles. In der letzten Lehre habe ich über Apostel gesprochen. Apostles and ekklesia are very closely joined Und Apostel und Ekklesia sind sehr eng miteinander verbunden. because ekklesia is a governmental term. Denn Ekklesia ist eigentlich ein Regierungsausdruck. Just like apostles, it was not a religious term. Genauso wie auch das Wort Apostel war es kein religiöser Ausdruck. Ekklesia was a term that spoke of the elders In der Ekklesia, da ging es um Älteste that met in the city gate. und die haben sich in den Stadttoren getroffen This was the place of judicial activity. und das war der Platz, wo Recht gesprochen wurde It was the place of governmental activity. und wo wirklich Regierungsgeschäfte auch erledigt wurden It was also the place where legislation of new laws were put into place. und wo auch neue Gesetze in Kraft getreten sind. All of this was the function of the ecclesia. All das gehörte zu der Funktion der Ekklesia. So when Jesus said, I'm going to build my ecclesia, Und wenn Jesus also sagte, ich baue meine Ekklesia, he was not saying, I'm going to build a fellowship. da hat er nicht gesagt, ich baue eine Gemeinschaft, He's saying, I'm going to build a government. sondern er hat eigentlich gesagt, ich baue eine Regierung. You see, we have to understand what Jesus is building, Wir müssen verstehen, was Jesus baute. or we will not recognize it when it starts to appear. Oder sonst werden wir es nicht erkennen, wenn es dann in Erscheinung tritt. Or we will keep building a different model of the church than what Jesus said he wanted to build. Oder wir werden weiterhin ein anderes Modell von Gemeinde bauen, als das, was Jesus eigentlich im Sinn hatte. So Jesus said, I'm going to build this governmental people. Und Jesus hat eigentlich gesagt, ich möchte diese Menschen aufbauen, die auch regierend tätig sind. And I tell people that we have to understand government. Und ich sage den Leuten dann immer, wir müssen eigentlich verstehen, was bedeutet regieren. Government by nature is the small number or the small group Regieren bedeutet zum Beispiel in einer kleinen Gruppe, representing the larger group. dass eine kleinere Gruppe eine größere Gruppe repräsentiert. We elect people and send them to the place of government. Wir wählen Menschen und wir senden sie an den Regierungsort. That small number makes decisions that affect all of us. Und diese kleine Anzahl von Menschen machen Entscheidungen, die aber Auswirkungen haben auf uns alle. Their decisions actually shape culture. Und ihre Entscheidungen formen eine ganze Kultur. God says, my church is to be my ecclesia. Und Jesus sagte, meine Gemeinde ist meine Ekklesia. That they can be a part of making decisions in the spirit realm. Dass sie ein Teil davon sind, wo sie Entscheidungen treffen im geistlichen Bereich, That begins to shape culture in the natural realm. wo es dann im Natürlichen zum Ausdruck kommt und eine Kultur neu geformt wird. This is the authority God says the ecclesia should carry. Und das ist die Autorität, die eigentlich eine Ekklesia in sich tragen sollte. And so as a result of that, Und als Resultat davon I tell people that
our worship as the Ekklesia Das sage ich den Leuten, dass unsere Anbetung als Ekklesia should do more than change the atmosphere of a room. sollte mehr tun, als nur die Atmosphäre in einem Raum verändern. That as a true governmental Ekklesia worships, Sondern wenn eine echte regierende Ekklesia anbetet, it can shift atmospheres over cities. dass dann eine Atmosphäre über einer Stadt sich zum Beispiel verändern kann. Because things are moving in the heavenly realm Weil Dinge sich im himmlischen Bereich bewegen, in response to what the Ekklesia is doing in the earthly realm. als Antwort darauf, was die Ekklesia im irdischen Bereich tut. That's just one small expression of the Ekklesia operating. Und das ist nur so ein ganz kleiner Ausdruck, in was die Ekklesia wirkt. You see, God intends for His church, His Ekklesia, Gott hat die Absicht für seine Gemeinde, für seine Ekklesia, to shift things in the heavenly realm. die Dinge im himmlischen Bereich zu verändern. Now, some would try to say that we think we're going to take over the world. Und manche Leute denken, dass wir dabei sind, die Welt einnehmen zu wollen. That is not what God has called His church, His Ekklesia, to do. Aber das ist nicht, wozu Gott seine Ekklesia berufen hat. That is not what we understand our purpose is as a church. Und das ist nicht, was wir verstehen als unser Ziel als Gemeinde. You see, I tell people we are not trying to create a religious state. Also ich sage den Leuten immer, wir versuchen nicht einen religiösen Staat zu bauen, We are seeking to develop a kingdom culture. sondern wir möchten gerne eine Kultur entwickeln, das vom Reich Gottes beeinflusst ist. And this begins to happen when we have the right model Und das beginnt dann mit dem richtigen Modell of the Ekklesia. von der Ekklesia. One more thought. Noch ein Gedanke. Every nation is a reflection of the model of the church within it. Jede Nation ist eine Reflexion des Modells von Gemeinde, das in ihr lebt. If we can get the right model of what Jesus said He would build, Wenn wir das richtige Modell haben können von dem, wo Jesus gesagt hat, was er bauen we möchte, can see nations shift into their God-ordained destiny. dann können wir erleben, wie Nationen in ihre von Gott bestimmte oder in ihre Bestimmung von Gott hineinkommen. May the Lord bless you. Möge der Herr euch segnen.